Wir sind immer noch auf dem Burgfeldstand. Am 6. und letzten Tag von unserem Biwakflug-Abenteuer kommen wir an 5 Seen vorbei und haben dabei unzählige Baustellen. Guten Morgen miteinander. Das ist jetzt die 6. und vorerst letzte Folge vom Biwakfliegen mit dem Benz. Wir haben jetzt hier auf dem Burgfeldstand übernachtet und sind am Morgen gerade als erstes Mal von einer Steinbock-Familie begrüßt worden. Und hast du das Junge gesehen? So herzig! Und wer den Burgfeldstand nicht kennt, das ist zu Fuß eine knappe Stunde vom Niederhorn und dort fährt das Bähnchen rauf. Und das alles ist übrigens gerade so oberhalb von Interlaken. Jetzt ist das ja die 6. Folge. Wenn du die anderen noch nicht gesehen hast, dann findest du in der Infobox eine Playlist mit allen Folgen. Jetzt rein vom Verständnis her kannst du jede Folge von dieser Serie einzeln schauen, aber ich glaube, es fängt einfach mehr in richtige Reihenfolge. Also, wir sind immer noch auf dem Burgfeldstand. Es war noch schön, aber vom Fliegen her ist es jetzt gerade nicht ganz optimal. Wir haben hier einerseits ein schwierige Windverhältnisse, so ein bisschen Nullwind, manchmal ein bisschen von hinten. Andererseits, wo die Thermik auch nicht so ganz das, was wir gerne hätten. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Aber wahrscheinlich müssen wir uns nächstes Mal rausholen, weil besser wird es dann nicht mehr vom Starten her. Mal schauen. Jetzt könnte man beim Burgfeldstand auch hinten raus starten. Dort hat jetzt zwar Aufwind gehabt, allerdings war der sehr schwach und das Gelände ist dort ein bisschen anspruchsvoller zum Starten. Man hat dort nicht so viel Strecke, bis der Klippe kommt. Wegen dem habe ich mit meinem eher schweren Schirm jetzt gleich eher den Rückenwindstart bevorzugt. Der Starthang war aber relativ flach und das hat es natürlich nicht ganz einfach gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, so ganz sauber war der Start nicht gewesen. Der Benz ist mit seinem Lichtschirm lieber hinten raus gestartet. Er hat zwar relativ lange auf eine brauchbare Ablösung müssen warten, hat dafür aber einen viel schöneren Start gehabt. Und jetzt war zuerst mal die Frage, ob es überhaupt Thermik hat. Ich fliege jetzt mal Hochwald an, das ist der oberste Startplatz von Beatenberg. Von hier aus habe ich jetzt noch den Vorteil, dass ich sogar über dem Startplatz ankomme und der klassische Thermikschlauch geht eben genau dort ab. Das macht es aber recht tricky, wenn man von dort unten startet, aber offenbar hat auch das heute funktioniert, weil der andere Schirm, den man hat gesehen, der ist genau dort gestartet. So richtig rauf können wir dort aber gleich nicht, von dem her fliegen wir doch mal weiter einen harten Grat. Und jetzt ist halt die Frage, funktioniert der harte Grat so, dass wir dann weiter Richtung Brienz-Rothorn? Hallo zusammen! Startplatz bin ich noch nicht so überzeugt gewesen. Ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich gut kommt, aber ja, es hat nicht so geil ausgesehen. Aber jetzt bin ich hier am Hartgerätchen auf mittlerweile 2,2 und das scheint einigermaßen zu funktionieren. Es ist jetzt nicht Bombe, aber es läuft. Und das heisst, also hier wird es wahrscheinlich irgendwie besser und von dem her sollte es eigentlich gut kommen. Jetzt habe ich aber eigentlich gedacht, über dem Gipfel müsste es mich raufbeamen. Das hat es jetzt einfach nicht gemacht. Das finde ich nicht so geil. Aber mal schauen, der Benz ist ein bisschen später dort hinten. Tja, ist ein Versuch wert gewesen. Ich habe für die Frontkamera nämlich eigentlich fast keinen Akku mehr gehabt und jetzt ist es eben gar keiner mehr gewesen. Und nachdem die Thermik bis jetzt wirklich ziemlich schwach und schwierig war, habe ich jetzt hier so den ersten richtig vernünftigen Schlauch verwünscht. Aber genau, was ist denn eigentlich mit dem Benz? Der ist ja ein bisschen später hinten rausgestartet und hat nirgends wirklich direkt Thermik verwünscht. Mittlerweile ist er auch schon am harten Gerät und kann dort sogar tiptop anhängen. Jetzt geht unsere Route hier einfach alles dem Grat entlang bis zum Brienzer Rothorn. Und ist dir eigentlich die krasse Farbe vom Brienzersee da neben uns schon aufgefallen? Ja, jetzt ist es einmal nicht ganz einfach gewesen, da weiterzukommen, aber es ist eigentlich immer gegangen. Die Thermik war hier jetzt einfach sehr zyklisch gewesen. Das heisst, die Ablösungen kommen immer mal wieder so ein bisschen an anderen Orten rauf und sind häufig nicht da, wo man sie erwartet. Und vor allem, wenn man die Thermik nicht ganz sauber zentriert hat, dann verliert man sie relativ schnell wieder und muss schon wieder etwas Neues suchen. Also die einzige Chance, bei solchen Bedingungen gescheit raufzukommen, ist somit, dass man auf eine richtig gute Ablösung wartet und die packt und nicht mehr loslässt.
Ich habe jetzt zwischendurch mal eine kleine Runde gedreht, für dass der Benz eine Chance hat, seinen Rückstand vom Start mal aufzuholen. Und hier am Brienzer Rothorn hat er das jetzt auch geschafft. Und weil wir ja hier den Sprung über eine Brünig machen, haben wir da zusammen weiterfliegen. Bevor wir jetzt aber weitergehen, müssen wir mal noch schnell einen Blick auf die Lufträume werfen. Das hier wäre jetzt so etwa unsere Flugroute. Und jetzt sieht man gerade, da sind uns jetzt so einige Lufträume im Weg. Zum einen ist das mal TMA und CTR Meiringen, dann ab hier aber auch TMA Alpnach. Zum Glück sind jetzt diese 3 Lufträume an diesem Tag nicht aktiv gewesen. Das haben wir natürlich bereits im Vorfeld abgecheckt. Aktiv waren aber der Flugplatz Kägiswil und der ist hure mühsam. Und natürlich die beiden CTRs Alpnach und Buchs. Und wenn ihr jetzt denkt, das sind ja hure viele Flugplätze auf einem Haufen, den von Emmen habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Und das Dreieck von Emmen, Alpnach und Buchs ist übrigens unter Motorflüger als Bermuda-Dreieck bekannt. So, hier hat jetzt mein Steigen aufgehört und der Benz war auch gerade auf dem besten Weg, dort raufzukommen. Jetzt hat es da vorne noch einen so Ridge gehabt, den wir gerne nochmal aufdrehen vor der Querung. Ich habe einfach unterwegs dorthin gerade nochmals relativ gutes Steigen verwünscht. Beim Benz war die Ablösung dann etwa schon durch gewesen, aber ich habe mir ja fast nicht vorstellen, dass wir an dieser riesigen Südflanke da vorne nichts finden. Aber da war einfach nichts gewesen. Also entweder sind wir einfach nebendurch geflogen oder es war von irgendeinem Wind verblasen gewesen. Das ist hier halt gerade neben dem Brünigpass und so Passübergänge haben es halt einfach so ein bisschen an sich, dass es neu irgendwo ein bisschen viel Wind gibt, der die Thermik verblasst. Wir haben uns dann nicht mehr anders zu helfen gewusst, als die Querung halt einfach mal anzufahren. Und das, meine Freunde, war der Anfang von einer der grössten Baustellen von meiner Gleitschirmkarriere. Aber jetzt fliegen wir zuerst mal noch über den Lungensee. Das ist übrigens nach dem Thuner und Brienzer See der 3. See auf unserer Runde heute. Jetzt sind wir hier halt wirklich langsam nicht mehr hoch. Und dann haben wir halt einen ziemlich starken Tauwind, der da der Brünig darauf kommt. Von dem her sind die wenigen Südflanken, die wir jetzt hier haben, stabile Tauwindlese, die wir auf jeden Fall meiden wollen. Also probieren wir es jetzt im Lauf. Und dort steigt es sogar. Ganz einfach ist es aber nicht und es braucht schon einigermaßen Geduld. Und weil es jetzt halt auch nicht höher als der Ridge geht, müssen wir dann gleich halt mal weiterfliegen. Ja, der denkt, wenn es im Schattenlauf nicht richtig raufgeht, dann könnte es vielleicht im Sonnenlee funktionieren. Mehr als ein paar Kapriolen sind aber dort auch nicht drinnen gelegen. Von dem her musste ich jetzt irgendwie zum nächsten Lauf weiterkommen. Und weil das noch einigermaßen weit war, musste ich dann unterwegs wirklich schauen, dass ich alles mitnehme, was irgendwie nur geht. Es hat zwar schon immer mal wieder irgendwo Steigen gehabt, aber irgendwie hat es mir nicht so recht einleuchten, wenn, wo und warum es raufgeht. Und so gute Thermiken, was wirklich mehrere Kreise lang ist gestiegen, sind also sehr selten gewesen. Und da bin ich endlich mal wieder ein bisschen höher gewesen, habe aber gerade meinen Schlauch verloren gehabt. Ich versuche dann halt das Steigen wieder zu finden und bis ich dann realisiere, dass es hier nicht mehr weiter rauf geht, bin ich schon wieder halb so hoch wie vorher. Aber Moment, wie ist es jetzt eigentlich im Benzer gegangen? Vor der Querung über den Lungensee ist er zwar deutlich tiefer angekommen als ich, trotzdem hat er dann im Tauwindlauf quasi auf die gleiche Höhe aufdrehen, wie ich dann bin abgeflogen. Dann kommt er dann halt schirmbedingt auch wieder ein bisschen tiefer an. Am Anfang denkt es mir eigentlich, er käme dort schon wieder rauf. Ich habe in dem Moment eigentlich erwartet, der absauft, weil der mit der endlosen Geduld ist sonst eigentlich der Benz. Aber an dieser Stelle habe ich jetzt halt gerade Glück gehabt und das halbwegs brauchbares Steigen gefunden und dem Benz geht halt nach einfach die Höhe aus. Und an dieser Stelle bleibt ihm halt einfach nichts mehr anderes übrig, als einfach mal rauszufliegen. Lustigerweise findet er dort im Landeanflug plötzlich mitten im Flachland noch Thermik. Ernsthaft funktionieren tut das dann halt gleich nicht. Aber er findet dann einen schönen Landeplatz am Sarnersee, wo by the way der 4C ist auf diesem Flug. Und ich muss sagen, so ein See ist doch eigentlich noch ein ganz schönes Ende für so ein Abenteuer. Währenddessen habe ich hier gerade erkannt zwischen Lauf und Lee ein paar Meter aufsohren. Ich habe aber relativ schnell gleich weiterfliegen. Als nächstes kommt jetzt aber da vorne der Eingang ins Melchtal. Und weil nachdem der Luftraum von Kägiswil kommt, habe ich jetzt definitiv vorher raufkommen. Ich habe jetzt aber das Gefühl gehabt, dass die nächste Laufkante vom Tauwind eigentlich sohren. Wo das dann aber überhaupt nicht funktioniert hat, musste ich dann halt wieder retour fliegen. Und in dieser kleinen Duelle hier habe ich dann einfach den besten Thermikschlauch von dieser ganzen Baustelle verwünscht. Und nur für das klarzustellen, also ich habe an dieser Stelle schon längstens nicht mehr daran geglaubt, dass ich da noch raufkomme. Jetzt eigentlich denke ich probiere noch schnell ein bisschen, aber komme dann zum Benz landen. Aber wo das so super ist gestiegen hier, ist dann langsam in mir gleich ein bisschen die Hoffnung gewachsen.
Und als ich dann mal so ein bisschen ins Melchtal reingesehen habe, habe ich dann plötzlich die Flanke hier entdeckt. Und da habe ich gewusst, dort wollte ich her, weil an der habe ich mich schon so manchmal ausgraben. Dort ist aber bei weitem nicht alles einfach gratis gelaufen. Es hat dort so ein Wägli und so einen Jägerhorst gehabt. Die konnte ich so ziemlich genau anschauen. Zuerst von unten, dann von oben, dann wieder mal von unten. Ich habe jetzt hier einfach gewusst, ich bin am richtigen Ort. Und wenn jemals etwas abgeht, dann ist es genau hier. Von dem her habe ich mich jetzt einfach stationiert und dem Glück die Chance gegeben, mich zu finden. Das ist zwar gefühlt die Ewigkeit gegangen, aber endlich habe ich dann gleich noch einen gescheiten Schlauch gefunden. Ich musste zwar dann noch zweimal neu suchen, aber im Vergleich zu dem ganzen Cabaret vorher war das also überhaupt kein Problem mehr gewesen. Und ich sage euch also, nach so einer langen Baustelle endlich wieder die kühle Höhenluft zu spüren, das ist einfach unglaublich. Das erklärte Ziel vom Engelberger Tal war in diesem Moment locker in Gleitdistanz gewesen. Und in der Ferne hat man übrigens noch den 15 von diesem Flugtag gesehen, nämlich einen Ausläufer vom Vierwaldstätter See. Und weil das ja der letzte Tag war von unserem Abenteuer und ich jetzt einfach nur noch heim wollte, war jetzt die Frage, wo kann ich am gescheitsten landen. Der Benz war ja schon unterwegs Richtung Luzern und rein vom Gleiten her hätte ich eigentlich fast schon die Höhe gehabt, dort herzukommen. Nur war da halt die blöde CTR Alpnach im Weg gewesen. Ich habe dann nochmal versucht herauszufinden, ob die echt wirklich aktiv ist oder ob es irgendeinen Weg gibt, dort gleich durchzukommen. Der Benz hat mich dabei am Funk noch tatkräftig unterstützt. Aber leider war dort einfach wirklich gar nichts zu machen gewesen. Ich habe halt mal noch das Tal gequert und hinten um die Ecke geschaut, wo es dann vielleicht das nächste Mal auch mal weitergehen könnte. Dort noch weiter zu fliegen wäre zwar jetzt sehr wahrscheinlich noch gegangen, aber es hat den Heimweg einfach massiv verlängert. Und ich war dann langsam gleich fein ein bisschen müde und habe mich auch gefreut, wieder ins zivilisierte Leben zurück zu dürfen. Ich habe mir dann mein Landefeld direkt am Bahnhof Dallenwil ausgelesen und noch die letzten Minuten in der Luft mit ein paar Wingovers und ein paar Spiralen voll ausgekostet. Jetzt sind wir zwar nicht zusammen gelandet, aber am Bahnhof Luzern haben wir uns dann nochmal getroffen und haben so auf unser gemeistertes Abenteuer zusammen anstossen. Solche Erlebnisse sind einfach immer unvergesslich. Noch ganz kurz bevor du gehst. Das Produzieren von diesen Videos ist ja extrem aufwendig. Jetzt allein für die Biwakflugserie habe ich etwa 150 bis 200 Stunden investiert. Und von YouTube habe ich bis jetzt für das genau 0 Franken gesehen. Denn klar, ich mache das so verdammt gerne, sonst wäre ja dumm, das zu machen. Aber wenn du jetzt findest, die Zeit, die ich hier investiere, ist dir etwas wert, dann könntest du jetzt schnell auf meine Buy Me a Coffee Seite gehen und mir ein kleines Trinkgeld überweisen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder auf meinem YouTube-Profil. Du kannst mir natürlich auch hier direkt über YouTube ein super Like geben. Das Geld bekomme ich auch, aber YouTube nimmt einfach einen deutlich grösseren Anteil als Buy Me a Coffee. Von dem her bringt es mir dort einfach ein bisschen mehr. Ich mache das auch eigentlich recht ungern, euch da so für Geld zu fragen. Und ihr sollt euch auf keinen Fall in irgendeiner Art verpflichtet fühlen. Ist jetzt einfach, wenn mir jemand gerne etwas für das Machen von diesen Videos geben würde, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Und jetzt ist das Biwakflug-Abenteuer vorbei. Alles in allem würde ich einfach sagen, es war hure geil gewesen. Es hat sehr vieles deutlich besser geklappt als bei meinem ersten Versuch. Insbesondere auch, weil wir halt einfach viel bessere Thermik hatten. Aber wir haben halt auch unsere Schwierigkeiten gehabt, wie man in den ersten 3 Folgen hat gesehen. Was ich fast sicher kann sagen ist, dass ich bald mal wieder so ein Abenteuer machen werde. Bis dann muss ich aber sicher noch meine Kameratechnik ein bisschen optimieren. Das war schon gerade ein bisschen viel Ausfälle auf dieser Serie. Bis dann wird es aber ziemlich sicher mal noch das eine oder andere Video sonst geben. Ich habe mal wieder wie meistens mehr Ideen als Zeit. Also, jetzt sind wir ja vorhin auf dem Flug gerade in Dallenwil gelandet. Und da kommt mir gerade in Sinn das Video von Mordor, Narnia und Auenland. Das spielt ja auch dort. Das ist eigentlich Mordor. Ich tue das mal hier verlinken. Dann verlinke ich euch hier noch eine Playlist mit allen Videos von dieser Serie, für den Fall, dass du noch eins verpasst hast. Und dort oben tue ich dir noch eine Playlist rein von der ersten Biwakflugserie, falls du die noch nicht gesehen hättest. Also in dem Sinn, ich würde sagen, viel Spass, habt's so gut und ciao zusammen.